Hück fahre ich mit euch nach Elora. Das ist ein kuscheliges kleines Städtchen, nicht weg von mir, Halbstündchen sind wir da. Und das ist wunderherrlich da. Es ist das Heim vom ältesten Kino in Kanada, viel Kultur und einem Steinbruch. Also, einsteigen bitte! Ich fahre jäh nach Elora und damit bin ich auch nicht die Einzige. Dieses Städtchen hat zwar nur 8000 Einwohner, aber Jahr für Jahr tritt mindestens genauso viele Besucher an. Und wenn man einmal dort war, da verstehst du auch warum. Elora hat was ganz Besonderes an sich. Der Grand River, der sich kraftvoll durch die Stadt schlängelt, und die eindrucksvolle Elora-Schlucht, die wurden vor über 10.000 Jahren von der Eiszeit geschaffen. Im Herzen des Städtchens stehen alte Kalksteinhäuser und jedes ist ein kleines Denkmal vergangener Tage. Hück findet man darin kleine Läden, gemütliche Cafés und Galerien. Lauter Orte, an denen man gerne ein Weilchen bleibt, einfach weil es schön ist. Und wenn man ein Stück hinaus spaziert, entdeckt man den alten Steinbruch, aus dem einst die Steine kamen, mit denen die Häuser gebaut wurden. Und hier sind wir mitten im Stadtkern. Ist nicht besonders groß, aber es hat eine schöne Auswahl an kleine Geschäfte, Cafés und Galerien. Viele von den Geschäften sind in Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert. Ja, das ist jetzt für euch nicht so wirklich alt. Aber wenn man bedenkt, dass Kanada nur 158 Jahre alt ist, dann ist das hier historisch. So kann man das hier nennen. Und hier stehen wir vor dem ikonischen Gorge Cinema. Das ist das älteste Kino von Kanada. Und jetzt vor kurzem ist es in die Zeit der Modernität geholt worden. Die haben ein neues Soundsystem gekriegt, neue Sitze. Und von innen sieht es nicht so aus wie von uns. Richtig alt. Aber lass uns ins Code eine kleine Reise in die Vergangenheit zu den Ursprüngen von Elora machen. Im Jahr 1832 betrat Captain William Gilkison, frisch von seinen Abenteuern in Indien als Offizier der britischen Krone, die Gegend und sagte: Boah, was ist das schön hier. Hier blieb ich und bilde mir ein Paradies. Und das hätte auch gemacht. Er erwirbt satte 14.000 Hektar Land an der Ostseite des majestätischen Grand River und taufte das zukünftige Paradies Elora. Als erstes errichtete er ein Sägewerk und einen Gemischtwarenladen und legte damit den Grundstein. Leider verstirbt Captain Gilkison im April 1833, bevor er die volle Verwirklichung seines Paradieses erleben konnte. Aber die Saat, die er gepflanzt hat, geht ab und das Dorf beginnt zu gedeihen. Dann kommen die Visionäre Charles Allen und Andrew Gaddis daher und machten sich an eine sorgfältige Stadtplanung auf der Westseite des Grand Rivers. 1848 war der Verkauf von Bauplätzen in vollem Gang und viele Siedler bauten sich hier auch ihr Paradies ab. Die alte Mühle, die damals nur so für Produktivität gebrummt hat, ist heute ein wunderbares, prächtiges Hotel und Restaurant. Lecker Essen, luxuriöse Unterkunft, ist natürlich jenseits von einem Einkommen eines Rentners, so dass ich die mir nur von außen betrachten kann.
ist natürlich auch berühmt für seine Schlucht. Und die jammern wir uns jetzt ein bisschen näher anluren. Auf den Stromschnellen, da kannst du mit so Schlauchdingern im Sommer runterrasen, aber das ist nichts für mich. Ich strecke mal lieber der Wanderschuh an und erkunde die Schlucht. Komm. Leider war der Eingang zur Schlucht noch nicht geöffnet, weil die Stufen teilweise noch vereist sind. Aber ich hoffe, ihr kriegt auch so eine Vorstellung. Ja, hier an der Schlucht, da kann man allerlei todesmutige Sachen riskieren. An der Kalksteinmauer, da hat sich schon so mancher Kletterer dran geübt. Und hinter mir haben wir Seilläufer, die versuchen gerade die Schlucht zu überqueren auf einem dünnen Seilchen. Viel Glück, sag ich nur. Nächster Halt ist das Elora Center for the Arts. Früher war das eine Schule, jetzt ist es ein Kunstcenter und wir gehen jetzt rennen und luren uns alles an. Und weil das Wetter heute so schön ist, sind wir auch ins Hingertgebäude gegangen. Da gibt es nämlich einen schönen, klitzekleinen Park mit einem Weg, der uns verbindet. Das heißt wirklich so. Und das gibt es auf dem Weg hier so viele kleine Kunstprojekte, so wie hier diese Blumentafel. Das ist zum Beispiel gemacht wurde von Senioren und Teenagern zusammen, eine Gemeinschaftsarbeit. Ja, und ich finde sowas ja immer nett. Also, wenn ihr mich schon kennt, so ein bisschen, ihr wisst, wenn das Wort Kunst auftaucht, ich bin dabei. Ne? Und wenn man hier so durch den Park geht und hat hier und dort immer so ein kleines Kunstobjekt, ich finde das schön. Aus vielen, vielen Fahrradfelgen ist hier ein Torbogen entstanden. Das schöne Gebäude hinter mir ist das Stadtarchiv und Museum von Elora. Von Wellington, sollte ich sagen. Das ist der Bezirk hier. Und das Gebäude wurde 1877 erbaut und war gedacht als Ärmerhus für die bedürftigen Menschen. Ja, und dann wurde es umfunktioniert in ein Seniorenheim und jetzt ist es ein Museum. Ja. Das Ärmerhus hatte 60 Betten und war von einem 30 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb umgeben, der die Bewohner und das Personal mit Lebensmitteln versorgte und Beschäftigungsmöglichkeiten bot. 1947 wurde daraus ein Seniorenheim und seit 1974 lädt das Gebäude als Museum zu kleinen Zeitreisen ein. Und hey, sind wir in dem kleinsten Kino, was es auf der Welt geht, Klövisch. Ihr kannst noch Filme anschauen, aber die sind genauso alt wie das Gebäude, Klövisch. Oh, hey, da steht, was man hier alles schauen kann. Ah ja, alles Kurzfilme, ja, das geht ja. Aber ist doch süß, oder? Ach, das haben die aber hier schön gemacht, finde ich.
Neben liebevoll gestalteten Räumen gibt es regelmäßig neue Ausstellungen, wie gerade jetzt. Kunstwerke von Kreativen aus Elora und den Nachbarorten. Eine bunte Mix aus Vergangenheit und Gegenwart. Ja, das ist doch ein interessantes kleines Museum. Ja, da lernt man ja über die Gegend hier und was da früher alles so war in dem Haus. Das muss ja hier Geschichten erzählen können, ne? Hier sind wir im alten Steinbruch von Elora. Da kann man im Sommer herrlich schwimmen. Ja, und jetzt ist natürlich das Bad noch zu, ist ja noch ein bisschen frisch. Und das war es. Das war Elora. Ich hoffe, euch hat der Ausflug hierher gefallen. Und vergesst nicht, Kanal abonnieren, Glöckchen drücken. Da seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Gut, bis dann, madet gut. Tschüss. Ja, vor 2 Tagen hatten wir ziemlich viel Regen. Ja, da kam ordentlich wieder Hunger. Und der Grand River, der ist ganz schön hoch. Es gibt bestimmt viele Leute, die einen kleinen Swimmingpool im Keller haben. Oh, hier ist es auch nass.